Graphication. Film. Hallo zusammen, wir sind hier auf dem Karlshof bei der Familie von Zitzewitz. Grund meiner Anwesenheit ist dieses Motorrad, was hier vor mir steht. Es handelt sich, wie unschwer zu erkennen, um eine KTM. Und zwar die 250 SXF, Modelljahr 2016. In den letzten Wochen und Monaten gab es ja die Diskussion in Foren, ist die KTM noch das, was sie mal war? Wird die KTM jetzt ein Japaner? Grund dieser Ängste, wenn man es so nennen möchte, ist die verbaute Luftgabel. Die war bisher, wie es vielen bekannt ist, sicherlich nur den Japanern vorbehalten, nun auch hier verbaut. Ich habe mir das auch gefragt, ist das nun wirklich so schlimm oder was man sich halt dann so fragt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und dann gab es vor einigen Wochen zufälligerweise ein Gespräch mit Bert von Zitzewitz. Wir haben telefoniert und in diesem Gespräch kam die Idee auf, dieses Bike mal zu testen, um ausführlicher anzuschauen. Dann erfuhr ich, dass der David das Bike als einer der ersten überhaupt in Europa dann schon zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Und dann ging es relativ schnell. Wir haben die Möglichkeit bekommen, herzukommen. Wir sind jetzt hier. Wir haben uns mit David zusammengesetzt, ihn gefragt, was er davon hält, seine Erfahrung. Er hat das Motorrad schon ein bisschen bewegt natürlich in der Zeit. Und ja, sehr interessant, sehr spannend. Schönes Motorrad, wie ich finde. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum David und schalten mal rüber sozusagen und fragen mal, was er zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hier sind wir also, KTM 2016. Du bist sie gefahren und das nicht erst seit gestern. Und ja, wir würden jetzt gerne mal wissen, David, was ist dein erster Eindruck gewesen? Was fällt dir zu dem Bike ein? Was ist neu? Was ist alt? Was ist besser? Erzähl einfach mal. Ja, zuerst einmal muss ich sagen, dass sie mir in echt deutlich besser gefallen hat als auf jedem Bild, das ich gesehen habe. Also ich hatte echt, ja, wie soll ich sagen, auf den Bildern gefiel sie mir nicht so. Und als ich sie dann ausgepackt hatte, war ich echt platt, also war die richtig schickes Teil. Und auch ja, nach dem ersten Mal starten fällt einem gleich auf, ey, das ist ein ganz anderes Motorrad. Also ich brauche hier nicht anfangen zu erzählen, was neu ist. Es wäre einfacher, wenn ich anfangen würde, dir zu erzählen, was alt geblieben ist. Dann fangen wir einfach mal an zu erzählen, was ist denn quasi alt geblieben? Ja, also wir können am Anfang, also die Räder, die könnt ihr einfach von eurem 2015er Moped umstecken, da gibt es keine Veränderung und auch die Länge der Gabel ist gleich geblieben. Also bis auf den Fakt, dass das jetzt eine Luftgabel ist, hat sich von der Geometrie, sage ich jetzt mal, von der Gabel her nichts geändert. Aber dann, wenn man jetzt noch die Bremsen mit dazu zählt, ist man eigentlich schon da angekommen, dass man sagen kann, ey, der Rest ist echt neu. Also wir haben hier eigentlich, würde ich sagen, ein komplett neues Motorrad. Man hat jetzt nicht das Gefühl, ey, ich sitze auf einer KTM, sondern du steigst auf und hast das Gefühl, das ist ein anderes Motorrad, das ist was Neues. So, das Gefühl hatte man vorher nicht, also das hat sich immer ein bisschen geähnelt, das hat alles aufeinander aufgebaut. Also man kann jetzt sagen, klar, man erkennt immer noch, es ist eine KTM, der Motor sieht aus wie von der KTM, klar, die orange Optik, alles KTM. Aber wenn du das erste Mal drauf sitzt, ist es ein ungewohntes Gefühl, aber nicht unbedingt ein negatives Gefühl. Und spätestens, wenn du dann losgefahren bist, merkst du, das ist ein bisschen vertraut, aber auch anders, aber im positiven Sinne. Was fällt dir zur Gabel ein? Also, ja, wir sprechen ja jetzt hier von einer Luftgabel.
Ich bin vorher noch nie eine Luftgabel gefahren und da ich ja ein US-Modell bekommen habe, konnte ich natürlich auch erst das 16er Modell mit einer konventionellen Gabel testen und habe die Luftgabel dann erst später bekommen. Und ja, ich wusste gar nicht so genau, ist das jetzt direkt ein ganz anderes Gefühl oder funktioniert das einfach und man merkt das gar nicht so. Und ich war echt positiv überrascht. Ich habe das Ding reingesteckt, bin losgefahren und man hat gar nicht so das Gefühl, dass man jetzt groß was anderes da drin hat. Also mir sind eher positive Sachen aufgefallen, was ich so eigentlich gar nicht erwartet habe. Erzähl mal, weil wahrscheinlich viele interessieren würde, so, was ist da jetzt positiv? Oder wie arbeitet die Gabel? Was ist dein Gefühl? Also was ich toll fand, ist, also du fährst auf die Strecke und jetzt hast du den Eindruck, es ist minimal zu weich. Dann schließt du die Pumpe an, machst ein ganz bisschen mehr Druck drauf. Und schon ist dein Problem behoben. Das war vorher nur mit einem Federwechsel oder mit dem Shim-Paket zu ändern. Klar kannst du hier auch Druck- und Zugstufe verstellen, aber den Austausch einer Feder durch so ein bisschen Luft war natürlich Wahnsinn, dass das jetzt auf einmal so schnell geht. Aber ich habe einfach den Standardluftdruck eingestellt, bin losgefahren und mir hat es gleich echt gut gefallen. Also ich hatte kein Durchschlagen, hatte auch nicht das Gefühl, dass es zu hart ist, hatte eher das Gefühl, dass diese ganz harten Schläge, wo man eher den Eindruck hat, das geht aufs Handgelenk, die hatte ich gar nicht. Also ich war eigentlich gleich überzeugt, was eigentlich nicht so einfach ist bei mir, weil ich sehr empfänglich bin. Du hast gesagt, dass an der Gabel was zu verändern und die auch irgendwie einzustellen, ist auch zu pflegen, wenn ich mir überlege. Also das ist wesentlich einfacher. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist ja so, dass beispielsweise, man hat ja immer Angst, wie schnell verliert die Druck, muss ich oft kontrollieren. Und in der Zeit, in der ich sie jetzt hatte, waren da nicht so die großen Veränderungen zu spüren. Ich habe immer mal geguckt und der Druck hat sich eigentlich ist relativ gleich geblieben. Und auch im Vergleich zu den Gabeln, die bei den Japanern verbaut sind, ist die Handhabung sehr einfach, da man nur an einer Stelle befüllen muss und es gibt ja immer verschiedene Kammern. Die eine Kammer, die Gabel rausdrückt, sage ich jetzt mal. Wenn es nur die geben würde, wäre sie ja komplett ausgefedert, sag ich mal, so auf Druck. Es gibt natürlich auch eine Kammer, die Gegendruck erzeugt, damit man ein weiches Ansprechverhalten hat. Und diese Kammern gleichen sich gegenseitig aus. Also man füllt oben auf und es wird direkt automatisch ausgeglichen. Ich glaube, bei den Japanern gibt es eine Gabel, da muss man 3 Kammern in der richtigen Reihenfolge befüllen. Und das ist hier natürlich deutlich benutzerfreundlicher und auch für die Hobbyfahrer gut zu machen. Was die Gabel auch hat, was ich zum Glück noch nicht testen durfte, ist, dass bei einem Ausfall, also wenn sie Luft verliert und so viel Luft verliert, dass sie also dazu neigt, platt zu werden, ist innen drin eine Druckluftkartusche, die wieder ein bisschen was dazu gibt, sodass dieser Totalausfall nicht passieren kann. Also du hast immer Druck drauf. Ob das dann noch der Druck ist, den du am liebsten fahren würdest, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber es wird nie passieren, dass sie alle ist. Würdest du sagen, die Gabel ist leichter, was viele vielleicht vermuten würden? Die Gabel ist... Also fühlt sie sich auch leichter an? Also beim Einbauen merkt man es auf jeden Fall. Beim Fahren, ich meine, das ganze Moped ist so viel leichter geworden. Mir ist jetzt, um ehrlich zu sein, nicht bewusst aufgefallen, dass sie jetzt vorne besonders leicht ist. Ich war positiv überrascht und das hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich eigentlich total abgeneigt war dem Thema gegenüber. Das heißt, du warst auch selber so ein bisschen bei Luftgabel erstmal so ein bisschen auf, was kommt da, oder? Ja, weil ich einfach Schiss davor hatte, wie soll ich das sagen, was passiert, wenn der Luftdruck nicht mehr stimmt. Also so, weißt du, man stellt sich doch seine Gabel ein und fährt damit und baut so eine Bindung zur Gabel auf. Das ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Also man vertraut der Gabel, man weiß, was passiert. Wenn ich die Kante fahre, passiert das und das. Und jetzt fahre ich eine Zeit mit der Luftgabel, wird die dann auf einmal härter, weil das wird ja warm oder so. So die Ängste hatte ich. Und wenn ich jetzt mein Moped in die Sonne stelle und fahre dann wieder los, ist es dann nochmal härter. Aber das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Es blieb eigentlich die ganze Zeit gleich. Und das fand ich echt stark, weil ich davon, weißt du, Luft dehnt sich ja aus. Das wird ja, wenn das wärmer wird, dass sich das komplett verändert. Aber nee, war nicht so. Du würdest also zusammenfassend sagen, dass die Leute keine Angst vor der Gabel zu haben brauchen, sondern die Gabel ist in allen Bereichen positiv zu bewerten. Würdest du das sagen? Ich würde sagen, sie funktioniert gut, sie hat Reserven und man muss keine Bedenken haben, ob das jetzt eine Gabel ist, mit der man bei der WM mitfahren kann oder ob, also
wie kann man das jetzt sagen? Also es gibt keinen Grund für mich, irgendwas Schlechtes zu sagen, weil ich nur gute Erfahrungen damit gemacht habe. Es hat gut funktioniert, sie hatte gute Reserven, alles top. Und ob das jetzt so hart abzustimmen geht, wie man das haben will, wenn man jetzt bei den ADAC Mixed Masters teilnimmt, das weiß ich nicht, weil ich es nicht ausprobieren konnte, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine gute Gabel ist. Um nochmal auf das Gewicht zurückzukommen, ich meine, nicht nur die Gabel ist leichter geworden, die haben ja am gesamten Motorrad so viel Gewicht gespart, das ist echt der Wahnsinn. Kannst du mal zusammenfassen, hast du da ein paar Zahlen im Kopf oder so eine Gesamtsumme aller Einsparungen? Gibt es da was zu sagen? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass der Motor, wie man schon sieht, ist deutlich kompakter geworden, Kupplung ist ein bisschen hochgerutscht, alles näher aneinander gerückt, so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, Art Massenzentrierung. Da haben sie am Motor 1,1 Kilo eingespart, was echt, weiß nicht, ich glaube, der wiegt jetzt 26 Kilo insgesamt. Das ist ja schon eine große Einsparung, finde ich. Ja, dann, wenn man mal so weiter guckt, haben die auf dem ganzen Motorrad zusammen so um die 3,8, glaube ich, Kilo eingespart. Ich glaube, die hat vorher 102 Kilo gewogen und jetzt wiegt sie so 98,7. Und das für einen Viertakter, das ist echt schon eine krasse Zahl, finde ich. Also wir reden jetzt vom Motorrad, alle Betriebsstoffe drin außer Benzin, also Öl ist drauf, Kühlwasser, aber kein Sprit drin. Dann wiegt die so 98,7. Also ich kann nur sagen, ich war bei der Deutschen Meisterschaft in Willensdorf und dann musste mein Moped auf die Waage und dann haben die technischen Kontrolleure da von der Abnahme auf die Waage geguckt und haben mich gefragt, wie viel Sprit da drin ist. Und dann war ich mir nicht ganz sicher. Und dann haben die erstmal nachgeguckt, weil sie dachten, mein Motorrad wäre zu leicht und ich würde nicht durch die Abnahme kommen. Also das hatte ich echt noch nie. Das war echt, ja, war klasse. Die meisten sagen ja immer so, Beispiel, eine Honda, die wäre super handlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für eine KTM gesagt wurde, weil ich ja selber immer KTM fahre, aber die KTM hatte immer einen sehr guten Geradeauslauf. Und als ich jetzt auf die gestiegen bin, ist mir sofort eingefallen, ey, die fällt in die Kurven fast wie von alleine und wenn du in der Kurve bist, dann fährt die da auch mit dir rum. Du hattest nicht das Gefühl, du bist drin und kippst nach innen oder nach außen, sondern das ging sauber rum. Aber es hat ihr absolut nicht geschadet beim Geradeauslaufen. Also ich hatte nicht einmal Lenkerflattern oder sowas. Das war, ja, eigentlich würde man denken, mehr Handlichkeit, schlechterer Geradeauslauf, aber irgendwie haben die es hingekriegt, dass das Ding trotzdem sauber geradeaus läuft. Da war ich echt platt. Also für Leute, die das nicht mögen, dass es so in die Kurve fällt, die müssen dann die Gabel mal ein bisschen durchstecken. Aber die gibt es doch gar nicht, glaube ich, oder? Oder gibt es sowas? Menschen, die gerade Auslauf wollen und keine Kurvenhandlichkeit? Also eigentlich ist es eine perfekte Kombi, die du gerade erzählst. So, das ist ja so, was man sich wünscht, oder? Ja, also ich finde das ist echt super. Also wer das nicht möchte, der weiß ich auch nicht, das ist irgendwie scheiße. Ja, keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine? Wenn du fährst auf die Kurve zu und dein Moped, das will schon wie von alleine reinfallen. So. Es gibt ja, denke ich, auch Leute, die das nicht mögen, die das eher so selber einleiten wollen. Und hier fährst du auf die Kurve zu und denkst so, das fährt da wie von alleine rum. Das ist, ja. Also der Unterschied zum Vorjahr irgendwie schon spürbar. Ja, also man hatte vorher schon das Gefühl, dass die neue Generation, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen mit Umlenkung ab 2011 bis 2015, dass sich da ja schon richtig was getan hatte in Richtung Handlichkeit. Aber hier wurde jetzt nochmal richtig einer draufgelegt. Was auch noch dazu kommt, du merkst das in der Luft total. Also du springst ab und das Motorrad fühlt sich in der Luft extrem leicht an. Du kannst eigentlich machen, was du willst damit. In die Richtung drehen. Das habe ich vorher, ja, das Gefühl kennt man so ein bisschen, so dass man machen kann, was man will, aber nicht in dem Ausmaß, fand ich. Also dass das auf einmal nochmal eine Stufe höher war. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn das jetzt alles von alleine geht, aber es geht überall, würde ich sagen, einen Tick besser. Das wäre auch langweilig, ne? Dann müsste man ja gar nicht mehr selber fahren, wenn es von alleine gehen würde. So, man kann sagen, sie ist ganz hübsch geworden. Das ist nicht alles. Was würdest du sagen zur Sitzposition, zur Ergonomie? Ja, ich sag mal so, jeder, der KTM fährt, kennt das. Man sitzt mehr auf einer KTM und wenn man dann mal am Moped vom Kumpel gefahren ist, der vielleicht einen Japaner hat, hatte man das Gefühl, man sitzt mehr im Motorrad drin. Ich würde sagen, das hier ist jetzt so ein Zwischending. Man sitzt nicht mehr auf der KTM drauf, man hat ein bisschen mehr das Gefühl, man sitzt drin. Daher vielleicht auch diese Handlichkeit. Sag mir mal ein paar Worte, kurz und knapp,
Vielleicht sachlich zum Thema Power, ist natürlich in der 250er-Klasse ein Thema. Was fällt dir dazu ein? Also mir fällt dazu eigentlich nur ein, also wer 2012 eine 250 Viertakt hatte und auf die 2013er gestiegen ist, da ging das Grinsen nicht mehr weg, weil man das Gefühl hatte, ey, die hört gar nicht auf zu drehen und die hat Leistung, Leistung, Leistung. Und wenn man jetzt von der 2013er auf die hier steigt, ist das fast, als wenn sich das Gefühl wiederholt. Also sie haben nochmal einen raufgelegt, das geht richtig ab. Man möchte am liebsten ja, die ganze Zeit Vollgas fahren, so ungefähr. Natürlich geht das nicht, aber ja, weiß ich nicht, echt klasse. Macht Laune. Du hast eben gesagt, wenn man von 2013 auf die 2016er steigt, was willst du damit genau sagen? Ja, also 2013 kam ja die neue Generation von Motor. Also wir haben ja, ich sag mal so, ab 2000, seitdem es die 250 Viertakt bei KTM gab, sah der Motor immer relativ ähnlich aus, bis dann 2012, da hat der Motor E-Starter gekriegt. Das war aber immer noch der Aufbau von dem alten Motor. Und 2013 gab es dann die Vorstufe von dem Motor, den wir jetzt hier haben. Das erste Mal hatte man, ja, wie gesagt, eben mehr Leistung, höhere Drehzahlen. Und jetzt die neueste Generation des Motors, kompakter, leichter und noch leistungsstärker. Das hat sich so aufgebaut. Und 2013, wie gesagt, hat das angefangen. Bis 2015 gab es jetzt die Vorstufe von dem hier. Und jetzt fängt ja wieder eine neue Generation an. Jetzt haben wir das Gerät. Es gab so ein paar Einzelheiten, die du erwähnen wolltest. Mach das dann einfach mal. Ja, beispielsweise haben wir die Gabelbrücke, bei der jetzt die Lenkerhalterung Gummi gelagert ist. Also ähnlicher Effekt wie bei dem PADS, was man aus dem Powerparts-Katalog kennt, haben wir jetzt hier in Serie. Ja, was auch noch, wenn wir jetzt hier schon mal gerade in der Höhe Gabelbrücke sind, am Lenker jetzt ganz neu die von ODI, die Schraubgriffe. Habe ich vorher schon mal gesehen, nicht so viel von gehalten, aber ich muss sagen, wenn man einen neuen Lenker aufbaut und muss den Griff nur aufschrauben und nicht mehr mit Griffkleber rumhantieren, das ist echt klasse und ich habe auch bis jetzt noch nicht gehabt, dass er sich irgendwie gelöst hat oder so. Und man muss jetzt auch nicht denken, dass er dicker ist im Fühlen, das fühlt sich an wie ein ganz normaler Griff. Ja, auch neu am Lenker haben wir jetzt serienmäßig den Map-Switch, wo wir zwischen zwei Zündkurven auswählen können. Wichtig ist, dass man vorher unter der Sitzbank ist so ein kleiner Drehschalter. Da muss man die zweite Zündkurve, die man hier oben auswählen kann, vorwählen. Sonst hat man hier oben, wenn es jetzt serienmäßig kommt, ist es beides das gleiche. Man muss einmal unten beispielsweise auf die 2 für Sport, sage ich jetzt mal, umstellen. Dann ist hier oben die 2 auch Sport. Ja, wenn wir jetzt hier schon mal gerade beim Zündkurvenschalter sind, er erfüllt nicht nur die Funktion, dass man zwischen den Zündkurven hin und her wechseln kann, sondern man kann auch die Launch Control aktivieren, wie man das beispielsweise von den Kawasakis kennt. Hierzu muss man lediglich, die Voraussetzung ist, dass man unten auf Sport gestellt hat und hier auch zwischen Sport und Standard hin und her schalten kann. So, dann schaltet man einfach einmal hin und her, dann fängt die FI-Lampe an zu blinken und dann muss man nur noch seinen Start machen. Ich glaube, das muss man innerhalb von 3 Minuten machen. Also so lange würde die Lampe blinken, wenn man dann keinen Start macht, würde es auch einfach von alleine wieder ausgehen. Aber ja, man muss nichts einfach machen als Vollgas geben und dann wie gewohnt starten. Ich würde sagen, es ist ein großer Vorteil, ist ein Vorteil, oder du weißt noch nicht ganz genau, wie es hier wie es da so zusammenfassen? Für mein Empfinden ist das so, dass wenn man nicht genau weiß, wie viel Drehzahl muss ich beim Starten haben, dann ist das eine gute Sache. Für Jungs, die regelmäßig Rennen fahren und ja, oft Starts üben, denke ich, ist es eher eine Sache, dass man sich einfach normal an den Start stellt, weil dann weiß man genau, wie viel Gas man geben will und muss und kann. Und dann muss man sich nicht von so einer, ich will jetzt nicht sagen Technik einschränken lassen,
aber es limitiert einen ja insofern, dass eine bestimmte Drehzahl vorgewählt ist, auf die das Ganze dann limitiert ist. Und mit der startet man dann. Beispielsweise würde ich jetzt sagen, im Sand hat man ja schon lieber so fast Vollgas beim Start, damit es dann auch mal richtig Dreck hinten rausschmeißt. Ja, beim Vorjahresmodell, sag ich mal, war es immer ein bisschen kompliziert, nicht kompliziert, ein bisschen blöd zu erreichen, wenn man sein Gasspiel verstellen wollte. Und das ist jetzt echt klasse hier oben gelöst. Man hat auch nicht mehr das Problem, dass einem der Gaszug abbrechen kann bei einem Sturz. Das war vorher so aus Plastik und ist schnell mal abgeknickt. Das ist hier jetzt alles sehr stabil gebaut und wie gesagt, man kann es direkt oben verstellen, echt praktisch. Ja, am Rahmen vielleicht noch zu erwähnen, die neuen Motorstreben, nun seitlich angebracht, nicht mehr wie gewohnt in der Mitte. An dieser Seite auch echt klasse gelöst, dient die Motorstrebe auch noch als Auspuffhalter. Ja, und nun endlich bei KTM auch mal kurze Endschalldämpfer. Mir persönlich gefällt das sehr gut, fügt sich schön in die Optik des neuen Modells ein. Weil, du hast gesagt, vorher waren sie dir ein bisschen zu lang, die Enddämpfer. Ja, vorher sah das immer so aus, als wenn da 15 cm zu viel sind. Und jetzt sieht das einfach, ja, ich persönlich finde es super. Die Frage, wie kam das, dass sie es jetzt doch so lösen konnten? Ist da irgendwie was ganz anderes oder weißt du das zufällig? Ich denke mal, da sie die Länge, also vorne geht der Endschalldämpfer, der Krümmer deutlich weiter runter, dadurch ist vorne mehr Länge und dadurch können sie kürzer bauen. Das ist ja immer das Gesamtmaß, denke ich mal, auf das es später ankommt. Magst du noch mal kurz was zu den Fußrasten und zum Schalthebel sagen? Da gibt es ja auch eine Neuerung, ganz praktische. Ja, die neuen Fußrasten sind deutlich filigraner geworden als die alten und bieten deutlich mehr Grip. Ich habe das Gefühl, sie sind auch ein bisschen breiter. Aber das Beste daran ist, man kannte das bei den alten, dass wenn man so ein bisschen zu viel Schräglage hatte und sich unten was festgesetzt hat, dass sie nicht mehr ausklappen wollten. Das geht bei denen nicht mehr durch die neue Technik. Und das Gleiche ist auch beim Schalthebel. Also da ist auch das fest eingeklappt bleiben, sage ich jetzt mal, fast unmöglich. Ich will jetzt nicht sagen unmöglich, aber bei mir ist es noch nicht passiert. Echt klasse Sache. Ja, die Luftfilter des neuen Modells finde ich persönlich deutlich besser als die vom alten. Man kannte das, beim alten Modell war man sich immer nicht sicher, ey, ist er ganz drauf? Muss man immer noch mal ganz rumfassen, ob er auch wirklich drauf ist. Wenn man den dreckigen auswechselt, ist oft an dieser Klammer noch Dreck hängen geblieben, der dann reingefallen ist. Die Probleme haben wir jetzt hier nicht mehr. Das ist ganz einfach, der neue Käfig, der hat zwei so Pins, den einen steckst du hinten rein, drückst ihn runter, vorne reingesteckt. Es gibt nur eine Position, kannst eigentlich nichts falsch machen. Echt super. Ja, ganz interessant, der neue Choke. Also man kennt das ja von den alten Modellen, dass man den Choke durch Rausziehen aktiviert. Und hier ist das Ganze umgekehrt. Unten an dem Drosselklappenkörper ist eine gelbe Einstellschraube, so sieht es aus. Die muss man reindrücken zum Aktivieren des Chokes und zieht man raus zum Deaktivieren. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich meine, man muss sich ja nur merken, dass es umgekehrt ist und dann geht das schon. Das kriegen die meisten hin, denke ich. Und eine Sache war mit der Batterie, da sagtest du, da gab es eine Neuerung. Also die ist jetzt irgendwie kleiner, ne? Sie haben ja gesehen, das war sehr kompakt. Jetzt ganz neu sind hier Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Die sind sehr klein, müssen ein bisschen warm werden, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wenn man jetzt das Moped startet und es startet nicht sofort, nicht gleich nervös werden, kann sein, dass es beim ersten Mal starten, beim Training dann irgendwie 3, 4, 5 Mal starten dauert, bis das Moped läuft. Aber ab dann habt ihr volle Leistung. Also die Wärme muss sich in der Batterie erst richtig verteilen. In der Bedienungsanleitung steht sogar, man soll zwischen den Startvorgängen Pausen machen. Ja, wir sind am Ende des Tests angekommen. Es war definitiv ein sehr langer Tag für uns alle. Ich hoffe, wir haben die Fragen des einen oder anderen beantworten können. Ich habe jetzt keine Fragen mehr soweit. David, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ist noch was offen geblieben bei dir oder willst du noch was loswerden? Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe natürlich auch, dass wir alle Fragen der Zuschauer beantworten konnten. Ja, mir hat es definitiv Spaß gemacht. Ich hoffe, bei dir sieht das ähnlich aus. Ja. War auf jeden Fall ein angenehmer Tag. Spaß gemacht. Interessant auch. Ja, und beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich dann selber fahren kann. Dann bringe ich mehr Zeit mit und dann können wir uns noch gezielter austauschen. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Machen wir so. Danke, bis dann. Alles klar. Ciao. 40 D's, 40 nights, a cautious shit. It'll be the dark nights, 4 element, 4 strikes. Many mics, many nights, just to figure out how the matrix is really working. Ahead of the game, flying like it's Birdman. Time is now kinda urgent. They be checking off how niggas they be milking. Their own ego on the cursing. Too much dirty sitting behind the curtain. One thing is for certain, I
keep on shining, I keep on rhyming. It took me a while, I guess, wrong timing. Follow me, what you sliding, like you only meet the fellas. I know these niggas been jealous. Dirty mind mentality, counterparts, niggas yellow on the galaxy. Black people always been predicting stuff. Prophetically, shit getting washed up systematically. I'm born with this, you can't out-swagger me. Black spirit God, nigga, let's do this. You know who my crew is, I'm chillin' with Anubis. Black spirit God, nigga, let's do this. You know who my crew is, I'm chillin' with Anubis. Black spirit God, nigga, let's do this. You know who my crew is, I'm chillin' with Anubis. Black spirit God, nigga, let's do this. You know who my crew is, I'm chillin' with Anubis. I chase paper, bank for nature. They're eating Pioneer glands, feeling loading in Vegas. On the corn, baby, fake scriptures they gave us. Talking about they slaved us. I'm not a slave, Sock passe. Let's take it to the VMX and do it big. You dig, be on the conscious shit. It's going down like a sponsorship. And be the moon stuff, the monster kids. Around here, nothing but conflicts. Niggas nowadays scared on some dark side funk shit. A-Ross told you about do what I bear. Blue in the band pair, do what you feel. Black spirit God, nigga, let's do this. You know who my crew is, I'm chillin' with Anubis. Black spirit God, nigga, let's do this.